Hallo und willkommen zurück beim Schlagergiftschrank. Hand aufs Herz, wer tatsächlich alle bisherigen Folgen gesehen hat und für wen das jetzt auch tatsächlich die dritte Folge ist. Heute ist dann allerdings Schluss mit lustig, auch wenn ich meine rosa-rote Brille selbstverständlich dabei habe und auch aufsetzen muss für den Schlagergiftschrank. Aber wie gesagt, heute ein bisschen Schluss mit lustig, denn der klassische deutsche Schlagersound wird mit dem heutigen Beitrag verdammt nahe an Disco der späten 70er und frühen 80er herangeführt. Die Rede ist vom internationalen Kollektiv mit Geschichtsbewusstsein Dschingis Khan. Es ist die Zeit des Grand Prix d'Eurovision oder, wie man ihn heute etwas lässiger, flapsiger nennt, den European Song Contest, aber hatten einige Jahre zuvor eine Riesenkarriere hingelegt, indem sie den Song Contest gewannen. Rockigere, poppigere Klänge waren auf einmal an der Tagesordnung bei diesem ursprünglich sehr chansonlastigen Wettbewerb. Und auch Deutschland wollte sich da nicht nachsagen lassen, tranig und hinterwäldlerisch zu sein. Und wen anderen hätte man da fragen können als wahrscheinlich den deutschen Eurovision Song Contest Produzenten schlechthin, Mr. Ralf Siegel. Auch schon damals ein nicht unbekannter Name im Pop- und Schlager-Produktionsgewerbe. Und Ralf Siegel dachte sich, ja, da kann man mal was machen. Und er orientierte sich an Acts wie zum Beispiel auch den Les Humphrey Singers oder anderen irgendwie flippigen Kollektiven, die allerdings tatsächlich oft durch Produzenten, Plattenlabels oder auch Fernsehanstalten sehr gezielt zusammengesetzt worden waren. So auch Dschingis Khan, die im Grunde ein Produkt, ein Erzeugnis von Herrn Ralf Siegel waren. Ein international durchgemischtes Kollektiv. Einige Holländer waren da mit dabei, ein Südafrikaner, Künstler aus Ungarn, die auch alle, und hier merkt man vielleicht auch so den Disco-Einschlag von Acts wie zum Beispiel Village People, in unterschiedlichen Verkleidungen auftraten. Das Ganze sollte irgendwie so ein bisschen exotisch historisch wirken, daher auch der Name Dschingis Khan. Und das spiegelte sich auch in den Titeln dieser Gruppe wider. Musikalisch klang das Ganze dabei immer ein bisschen, als ob beim Ungar-Grill Disco-Nacht angesagt worden wäre, und zwar irgendwo in der deutschen Provinz. Der erste Titel der Gruppe hieß auch gleich wie sie selbst, nämlich Dschingis Khan. Das war dann auch der Eurovisionsbeitrag, der gar nicht so schlecht abschnitt. Man muss sich allerdings mal vorstellen, das war damals Song Contest in Israel. Nicht ganz ungewagt hier der Auftritt. Es folgte dann allerdings der Song, mit dem ich mich heute näher beschäftigen möchte. Und der war dann auch gleich so eine Art historischer Reiseführer, nämlich Moskau. Man darf nicht vergessen, wir befanden uns noch mitten in der Zeit des Kalten Krieges. Der eiserne Vorhang war so eisern, wie es sich quasi noch gehörte. Und einen Titel rauszuhauen mit dem schwungvollen Namen Moskau, bei dem es sehr viel Huha und Schmeiß die Gläser an die Wand gab. Klingt auf der einen Seite natürlich mal super lustig für den binnendeutschen Partykeller. Irgendwie war das Ganze dann aus meiner Sicht aber auch leicht gewagt, denn das hatte natürlich auch so einen gewissen Hauch des verboten Anrüchigen, wenn man jetzt mit eben so einer bunt zusammengewürfelten Truppe eine schwungvoll romantisierende Disco-Schlagernummer brachte, die sich eben auf die russische Hauptstadt bezog. Irgendwie war das aber zu der Zeit, glaube ich, sowieso zumindest im deutschen Popbetrieb, denn auch Boney M., die ja letztendlich eine deutsche Erfindung waren, hatten ja einen Song namens Rasputin vorgelegt, in dem diese
historisch doch eher zwielichtige Figur einfach mal zur Crazy Love Machine erklärt worden war. Auch im Titel Moskau geht es ziemlich heißblütig zu. Die Hosen platzen irgendwann bei all den wilden Kassachok-Moves zu einem stampfigen Disco-Rhythmus. Allerdings beschwören Genghis Khan bzw. der Texter des Stücks hier nicht KGB und Stalinismus, sondern ein romantisch verklärtes Moskau irgendwo zwischen Karl-May-Roman und Zarenhaus. Ja, der Songtexter, ein Herr Bernd Meinunger, war wohl hier ernsthaft der Meinung, er würde im Popkulturgewand einen Beitrag zur Aufarbeitung der Weltgeschichte leisten. Es fängt auch relativ poetisch und mysteriös an. Moskau, fremd und geheimnisvoll, Türme aus rotem Gold, kalt wie das Eis. Ja, wer bei der Beschreibung nicht gleich ein Flugticket gebucht hat, um sich das Ganze mal persönlich anzusehen, der wird spätestens bei den folgenden Strophen dann richtig heiß gemacht auf die russische Hauptstadt. Die Kosaken werden beschworen, eine schöne Natascha tritt auf, es wird geliebt und gesoffen. Eine bessere PR hätte sich der Kreml zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich gar nicht wünschen können. Dazu, nach dieser lyrischen ersten Strophe, kommen dann die einfachen Stilmittel mit viel Hohoho und Hehehe wird auf den Tischen getanzt. Das konnten sich auch deutsche Zuhörer bestens vorstellen. Und so ist es kein Wunder, dass dieser Song, obwohl einige Radioanstalten bei Genghis Khan am Anfang etwas zögerlich waren, das tatsächlich öffentlich zu spielen, dass dieser Song ziemlich weit oben in die deutschen Charts schnellte. Kurioser ist allerdings das Faktum, dass Genghis Khan auch in Australien damals ziemlich abgeräumt haben. Moskau, Moskau, wirf die Gläser an die Wand, Russland ist ein schönes Land, ho 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 hey. Dazu ein Auftritt der Band in, ja, irgendwie vage historischen Kostümen. Ein Mitglied trat mit, ich glaube, Glatze, mongolischem Spitzbart, wenn man das so nennen darf, auf und relativ freiem Oberkörper. Andere sahen eben aus wie Kosaken aus einer Karl-May-Verfilmung. Das Ganze hatte irgendwie auch so ein bisschen was Zusammengewürfeltes, sah vielleicht auch eher aus wie aus dem Flash Gordon-Film der frühen 80er Jahre entsprungen. Heutzutage würde man das Ganze wahrscheinlich kopfschüttelnd als völlige kulturell unsensible Entgleisung oder auch schlimmste kulturelle Aneignung bezeichnen. Zeilen wie Liebe schmeckt wie Kaviar, Mädchen sind zum Küssen da, ließen allerdings das deutsche Herz offensichtlich ein bisschen schneller schlagen damals. Ja, natürlich finden wir auch anderswo im Schlager viele Texte, die heutzutage alles andere als unbefangen mitgesungen werden können. Man darf aber auch in diesem Fall natürlich nicht vergessen, aus welcher Zeit der Song stammt. Und wenn man sich das Ganze so ein bisschen als romantisiertes Spiel mit Klischees ansieht, dann funktioniert dieser Song auch heute noch in gewisser Weise. Moskau, Moskau, wirf die Gläser an die Wand. Russland ist ein schönes Land. Ho, 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 ho. Hey, Moskau, Moskau, deine Seele ist so groß. Nachts da ist der Teufel los. Ha, 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 ha. Hey. Deutsche und Österreicher waren seit den Wirtschaftswunderjahren sowieso urlaubs- und reiseverrückt. Man denke nur an die ganzen klassischen Schlager, in denen es irgendwie um Zigeuner geht, aber vor allem auch das große Reiseziel der Nachkriegsjahre, nämlich Italien. Da könnte man wahrscheinlich eine ganze eigene Serie machen über Reiseidylle und deutschen Schlager.
Bei Moskau geht es eben etwas deftiger zu und gleichzeitig mit diesem Anstrich, dass man sich in eine mystisch verklärte Vergangenheit begibt. Moskau blieb dann auch der größte Hit von Dschingis Khan, nicht ihr einziger. Ein bisschen als kuriosere Fußnote, die hatten auch einen Song, wenn ich ihn hoffentlich jetzt nicht verwechsel, der sich Rocking Sun auf Dschingis Khan nannte. Da wurde abwechselnd immer Kassachok Rock'n'Roll gerufen. Wahrscheinlich einer der wichtigsten deutschen Beiträge zum Art Pop. Dschingis Khan lösten sich dann, ich glaube, Mitte der 80er auf. Es gab immer wieder Formationen in unterschiedlichen Zusammensetzungen, die so eine Art Dschingis Khan Revival dann später veranstalteten. Das ist natürlich alles nur interessant für echte Hardcore-Fans. Was bleibt von Dschingis Khan sind die echt schrägen Kostüme und Auftritte. Allerdings waren sie auch damit nicht ganz allein in den späten 70er und frühen 80er Jahren. Und eben der ewige Party-Gassenhauer Moskau. Herzlichen Dank, wenn ihr bis zu diesem Punkt durchgehalten habt. Vielleicht gibt es eine Folge Nummer 4. Bis dahin muss ich mir allerdings, glaube ich, ein bisschen Mut in flüssiger Form einflößen. Keine Angst, das ist kein Wodka. Was tut man nicht alles für seine YouTube-Karriere? Bis dahin, Friede, Freude, Eierkuchen. Bleibt entspannt und freut euch auf den nächsten Schlagergiftschrank. Moskau. Moskau. Helala, hulala. Wie war der Text nochmal?